Wir als alte Sennheiser-Fans haben ja im letzten Podcast zum HD 820 schon erzählt, dass wir auch schon den allerersten offenen Kopfhörer von Sennheiser in den 70er Jahren gehabt haben und noch immer haben, den HD 414. Und wir haben dann ja jetzt den Referenzkopfhörer, den ersten Referenzkopfhörer von Sennheiser, den geschlossenen, den HD 820 uns gekauft und ihn auch getestet. Und das könnt ihr in unseren beiden Podcasts dazu nachhören. Es hat uns aber keine Ruhe gelassen und deswegen haben wir uns jetzt auch noch den Referenzkopfhörer, den HD 800S aus der 800er Serie geleistet. Und wir werden den jetzt gemeinsam auspacken und wir werden auch zu diesem Kopfhörer dann noch einen Hörtest-Podcast machen und ihn vergleichen mit dem geschlossenen Kopfhörer und auch etwas über die Technik erzählen. Hier das Manual. Sehr selten, dass man noch so ein dickes Manual auf Papier bekommt. Meistens bekommt man nur einen Link ins Internet oder einen Stick, auf dem man sich das Manual dann ansehen kann oder selber ausdrucken kann. So, jetzt schaue ich mal, wie ich ihn hier aus der Schachtel rausziehe. Ihr seht schon, ich kämpfe heute etwas mit der Schachtel. Aber funktioniert. Hier ist er drin. Und dann schauen wir mal. Da ist das schöne Stück. Wie beim letzten Mal, auch beim HD 800S, die Kabel dazu und der Stick, wo wir ja schon erzählt hatten, dass da natürlich auch nochmal die Bedienungsanleitung drauf ist, aber auch der individuelle Frequenzgang unseres Kopfhörers. Und hier ist er offen. Und dann schauen wir mal, wie er passt. Offener Kopfhörer, auch im Tragegefühl merkt man schon, dass er nicht so geschlossen um die Ohren herum sitzt wie der 820, aber trotzdem ein sehr angenehmes Tragegefühl. Und wir werden jetzt den Hörtest machen, und zwar an unserem HDV 820 Kopfhörerverstärker, und wir werden an diesem Verstärker auch nochmal den HD 820 im Vergleich uns anhören und euch dann berichten. Bis dann. Tschüss.